Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, der geneigte Zuschauer hat es vielleicht schon erkannt. Wir sprechen heute über die P39, die Bell Airacobra von Kobi. Es kommen da ja demnächst neue Sets. Ich möchte euch aber heute ein älteres vorstellen aus 2018. Quasi eine weitere Folge aus meiner inoffiziellen Serie Kobi Classics. Wir sprechen heute über das Kobi-Set 5547, die Bell P39Q Airacobra der sowjetischen Luftstreitkräfte. Und ja, sowjetisch, das Flugzeug kommt ja eigentlich aus den Vereinigten Staaten von Bell, ist aber im Rahmen der Lend- und Lease-Aktionen damals bei den sowjetischen Luftstreitkräften gelandet. Und warum ich dieses Flugzeug euch unbedingt vorstellen möchte, es liegt mir am Herzen, warum ich auch wahrscheinlich mir beide Versionen der kommenden von Kobi kaufen werde, ist, das Flugzeug ist daher ikonisch, da es den Motor hinten hat. Also hinter dem Piloten ist hier der Motor. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe noch eine Geschichte dazu, warum ich dieses Flugzeug so cool finde, beziehungsweise es mich immer interessiert hat, weil mein Vater dieses Buch im Regal hatte, Holt Hartmann von Himmel. Da geht es um den berühmtesten Jagdpiloten des Zweiten Weltkriegs, Erich Hartmann. Und der hat an der Ostfront ziemlich viele Airacobra abgeschossen. Also im Buch liest man immer viel Airacobra, Airacobra, Airacobra. Ich wollte immer wissen, was das ist. Sein 300. Abschuss war auch eine Airacobra. Er hat so um die 30 abgeschossen. Generell hat er 352 Luftsiege errungen. Krass, krass, krass. Ja, darum soll es aber nicht gehen, vielleicht irgendwann anders. Freunde, kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch. Dann schauen wir uns dieses ältere Set, wie gesagt, aus 2018 einmal genauer an. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Set hat mal 19 € gekostet. Ich glaube, das kosten die neuen Kobi-Sets der Airacobra nicht. Und wahrscheinlich hat es Aufkleber. Aber den gehen wir jetzt auf den Grund. Kommt mit mir auf den Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unsere Luftschlange, unsere Airacobra auf den Bautisch, die 5547, 250 Steinchen, eine Minifigur aus der World War II Serie der Historical Collection. Ihr seht, alter Karton, nämlich hier oben am Blau, unten am Gelb. Ganz lustig, dass es hier einen Code gibt für World of Warplanes. Ihr habt ja am Intro gesehen, ich spiele War Thunder. Ich glaube auch nicht, dass der Code noch gültig ist. Wir sehen hier eine Focke-Wulf 190 und halt unsere Airacobra, und auch hier sieht man, dass Kobi dran gedacht hat, das umzusetzen, dass der Motor hier hinter dem Piloten ist. Fluch und Segen kann ich euch sagen, aber wartet auf die Fakten. Rote Nase, rote Sterne, ich habe es euch gesagt, ein Flugzeug der sowjetischen Luftstreitkräfte. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier eine Airacobra und ich finde ja, sieht aus wie ein früher Jet, wenn man nicht wüsste, dass da vorne ein Propeller wäre. Wir sehen hier, wir können das Querruder bewegen. Wir haben hier ein hoffentlich bedrucktes Plate für das Cockpit. Wir können das Fahrwerk ein- und ausfahren, das finde ich richtig gut. Und wir sehen, wir haben hier einen sowjetischen Piloten des 19. Garde-Luftregimentes. Und natürlich gibt es die Fakten bei mir gleich nochmal gesprochen, während ich das Set baue. Jetzt wollen wir aber wissen, was sich in diesem älteren Set alles an Klemmbausteinen und hoffentlich keinen, aber ich glaube es nicht, Aufklebern verbirgt. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch geschwurbelt. Das ist das einzige Schwurbeln, was erlaubt ist. Wir haben hier eine Tüte, zwei Tüten, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tüten und einen Propeller. Wir haben hier, das finde ich ganz gut, einmal das bedruckte Typenschild der weißen 10, da steht es. Wir haben die Anleitung in DIN A4 Format, Klammer gebunden, aber ich fühle schon, leider haben wir hier einiges an Aufklebern. Ich bin mal gespannt, wie die so kleben nach 5 Jahren im Karton. Ab 6 Jahren ist die Altersempfehlung. Die Anleitung ist gedruckt in der EU. Wir packen mal den Propeller zur Seite und schauen uns das an. Wir haben ja keine große Bauabschnittstüte, sondern nur 9 Tüten so. Das heißt, wir reißen alles auf und bauen drauf los. Der erste Schritt ist farblich, der zweite dann auch theoretisch, aber der erste davor ist dann ausgegraut und so geht es weiter. Wir haben hier keine Seitenzahlen, sondern Bauschrittnummerierungen. Die Steine, die wir uns raussuchen, die wir brauchen für den Baustep, finden wir immer in diesen rechteckigen Kästchen. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben so Anlegehilfen, da können wir sehen, wie lang ist hier diese flache Fliese, Flat Tile im Englischen. Fertig sind wir dann mit dem Bauschritt 49, wenn wir den Stand gebaut haben. Das ist noch diese alte Version mit diesem Dreieck und hier finde ich ganz cool, sehen wir nochmal eine Übersicht des Flugzeuges.
Dann gibt es Werbung und dann war es das schon, Freunde. Und hier ist dieser Code. Ihr könnt es euch ja abfotografieren, ob es noch geht. Ich spiele War Thunder, von daher greift zu, wenn der Code noch geht. Alles Gute damit. Hier seht ihr die Hotline, da könnt ihr dann monieren, falls euch Steine fehlen. Auch bei älteren Sets, wenn ihr die zum ersten Mal aufmacht und es fehlen euch Steine, könnt ihr bei Kobi da reklamieren. Und hier sehen wir noch die 5540, die amerikanische Version der Bell P39 Aircobra. Ja, ich freue mich jetzt aufs Klemmen, aber ich freue mich bei diesem Flugzeug auch total, euch die Fakten rauszusuchen. Viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit und in meiner kleinen, selbst ausgedachten Serie Kobi Classics, von der ihr gerne anderen Leuten erzählen dürft, möchte ich mit euch heute über das historische Vorbild des Kobi-Sets 5547 reden, nämlich über die Bell P39 Airacobra. Diese war ein bedeutendes Jagdflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde. Entwickelt von der Bell Aircraft Corporation, spielte die P39 eine wichtige Rolle in der Luftkriegsführung und zeichnete sich durch einige innovative Merkmale aus. Die Entwicklung der P39 begann in den 1930er Jahren, als das US Army Air Corps nach einem neuen Höchstleistungsflugzeug suchte. Die P39 war ein einsitziges Flugzeug mit einem mittig angeordneten Propeller und einem Motor im Rumpf. Ein ungewöhnliches Merkmal der P39 war jedoch die Anordnung des Triebwerks, das sich hinter dem Piloten befand und über eine Welle und einen Getriebekasten mit dem Propeller verbunden war. Dies ermöglichte es, den Rumpf als zusätzlichen Schutz und als Stauraum für Ausrüstung, Bewaffnung und Treibstoff zu nutzen. Die P39 war mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet, die sie zu einem gefährlichen Gegner und Bedrohung für feindliche Flugzeuge und Bodenziele machte. Sie war mit einer 37 mm Kanone im Bug bewaffnet, die durch die Propellernarbe schoss, was besonders effektiv gegen Panzerfahrzeuge war. Zusätzlich verfügte sie über zwei 12,7 mm Maschinengewehre in der Nase und weitere Maschinengewehre in den Flügelgonden. Dies gab den Piloten eine höhere Feuerkraft und vielseitige Ansatzmöglichkeiten. Die P39 zeichnete sich auch durch ihre Manövrierfähigkeit aus. Dank ihres ausgeglichenen Designs und der effektiven Steuerung konnte sie enge Kurven fliegen und schnelle Richtungsänderungen durchführen. Dies machte sie besonders geeignet für Luftkämpfe auf kurze Distanz und im Tiefflug. Trotz ihrer Stärken hatte die P39 auch einige Schwächen. Eine ihrer Hauptschwächen war die Leistung des Triebwerks in größeren Höhen. Das Allison V1710 Triebwerk, das in der P39 verwendet wurde, hatte eine schlechte Leistung in Höhen über 6000 Metern. Dies begrenzte ihre Fähigkeit, mit feindlichen Flugzeugen in großen Höhen zu kämpfen und führte zu Einschränkungen bei höheren Flugmissionen. Eine weitere Schwäche der P39 war ihre begrenzte Reichweite. Obwohl sie über einen internen Treibstofftank im Rumpf und zusätzlichen Tanks in den Flügeln verfügte, konnte sie nicht die gleiche Reichweite wie einiger ihrer zeitgenössischen Jagdflugzeugkollegen erreichen. Dies begrenzte ihre Fähigkeit für längere Patrouillenflüge oder Fernkampfeinsätze. Darüber hinaus wurde die P39 oft als weniger wendig angesehen als andere zeitgenössische Jagdflugzeuge, obwohl sie gute Kurvenflugeigenschaften hatte. War sie weniger agil bei schnellen Richtungswechseln und engen Manövern. Dies machte sie anfälliger für feindliche Flugzeuge mit höherer Manövrierfähigkeit. Die Airacobra absolvierte 1939 ihren Erstflug, wurde vom United States Army Air Corps USAAC, das ist der Vorgänger der US Air Force, allerdings zuerst nicht übernommen. Eine der Ursachen war die fehlende Höhenleistung des Serienmodells, dem der Turbolader des Prototyps gestrichen worden war. Auch die Royal Air Force war mit den Maschinen, die sie ab Oktober 1941 kurz einsetzte, überhaupt nicht zufrieden. Die weitaus meisten Flugzeuge, 4924 Stück nämlich, übernahm die Sowjetunion im Rahmen des Pacht- und Leihabkommens des Lend- und Leases-Gesetzes und setzte das Muster vor allem bei Luftkämpfen in niedriger Höhe ein. Diese Einsatzweise und die grundsätzlich niedrige Einsatzhöhe an der Ostfront ließen den fehlenden Turbolader leicht verschmerzen, so dass die Sowjets mit dem Flugzeug zufrieden waren. Der erfolgreiche sowjetische Jagdflieger Alexander Prokryschkin flog dieses Muster ebenfalls und erzielte damit 48 seiner 59 Abschüsse.
Trotz ihrer Einschränkungen war die P-39 ein wichtiger Bestandteil der alliierten Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Sie trug zur Unterstützung von Bodentruppen als Erdkampfflugzeug, zur Verteidigung von Bomberverbänden und zur Luftüberlegenheit bei. Ihr unkonventionelles Design und ihre Waffenbewaffnung machte sie zu einem markanten Flugzeug in der Luftfahrtgeschichte. Die Bell P-39 Airacobra bleibt ein faszinierendes Flugzeug, das die technischen und strategischen Fortschritte des Zweiten Weltkrieges widerspiegelt. Ihr Beitrag zur Kriegsführung und ihr Erbe in der Luftfahrtindustrie sind bis heute von Bedeutung. Über 9500 Einheiten der Bell P-39 Airacobra wurden gebaut und Freunde, ich möchte mich nochmal entschuldigen, denn ich sage die ganze Zeit Airacobra, richtiger ist es aber Airacobra, ich verschlucke immer das A. Bitte verzeiht es mir. Ja, Freunde, das war ein Teil der Fakten. Es gibt nachher noch bei den Detailbildern einige weitere, denn warum war dieses Flugzeug bei den Sowjets so beliebt? Das erfahrt ihr dann später in der Bildershow. Jetzt schauen wir uns aber erstmal genauer das von mir hier gebaute Kubiset 5547 an. Nach 42 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere weiße 10, das Kubiset 5547. Unsere P-39Q Airacobra. Bei den Fakten bin ich auf das Thema Q nicht genauso eingegangen. Warum, weshalb, wieso, hört ihr gleich. Zuerst die weiße 10. Das ist das Flugzeug von Pawel Stepanowitsch Kutacho. Das war ein russischer Jagdflieger, der 14 Abschüsse erzielt hat und 28 Gruppenabschüsse. Die sowjetischen Streitkräfte, Luftstreitkräfte haben das so gezählt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr War Thunder spielt, da gibt es das ja auch, Abschusshilfe. Ne, kleiner Spaß. Der Herr war maßgeblich an der Luftverteidigungsdoktrin des Warschauer Paktes beteiligt. Dieser Herr wird es dann wahrscheinlich auch sein. Das Flugzeug trägt die Lackierung im Jahr 1943 bzw. späten 1943. Die Figur ist ganz cool geworden, hier mit dem Fallschirm, den Bart, der blauen Hose, den schwarzen Schuhen und den braunen Handschuhen. Rechts seht ihr die Figur auch noch einmal in groß. Ja, das Thema Q habe ich nicht so ganz erwähnt, weil dieses Flugzeug hier aus 2018 eigentlich nicht wirklich eine Q-Version ist. Denn die Q-Version hat teilweise einen vierblättrigen Propeller gehabt und Waffengondeln hier unter der Tragfläche. Nun werdet ihr gleich hören, wenn ich mit diesem Review hier, mit der Setbesprechung zu Ende bin, bei den Detailbildern. Da gehe ich nochmal darauf ein, was bei den sowjetischen Maschinen so ein bisschen anders war und warum die sowjetischen Luftstreitkräfte diese Flieger gemocht haben, weil sie auch teilweise umgebaut haben oder sowjetische Waffen eingebaut haben und vielleicht sind deswegen hier die Gondeln, die es eigentlich hätte in der Q-Version, auch abhanden gekommen. Es gibt ja bald eine neue Q-Version von Kubi, die 5847, deswegen stelle ich euch das Set hier vor, damit ihr wisst, wo kommt es her. Das hat dann Waffen und Gondeln, hat allerdings auch 130 Steinchen mehr. Die amerikanische Version wird eine D-Version sein, die hat dann 361 Steinchen und ist die 5746. Die Q-Version ist die 5847. Das Set gibt es neu bei eBay für 90 €, also habe ich für euch ein bisschen Geld vernichtet. Das ist ein bisschen blöd, ich wollte es euch zeigen, das wäre jetzt also gelogen. Bekommt ihr aber auch gebraucht ab 25 €. Ich verlinke euch wie immer unten Quellen, wo man es kaufen kann. Anleitung war cool. Bau war auch wirklich ohne Probleme bis zum Schluss, wo ich mich verbaut hatte hier und dann ist es mir auseinandergebröselt, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Was ich ganz cool finde ist, dass wir eine ganze Menge Steine über haben, diese C-Clamps, das ist aber typisch Kubi schon immer, weil diese C-Clamps ja leicht mal Stressbrüche bekommen. Größter Manko bei diesem Set sind die Aufkleber. Das hat echt keinen Bock gemacht, die aufzubringen und ich habe auch Angst, dass sie jetzt, wenn es länger im Regal steht, auch abfallen. Muss ich halt mal beobachten. Schauen wir uns das Flugzeug einmal an. Fangen wir mit dem Stand an. So, zack. Das ist noch dieser alte, typische Kubi-Stand, wo man hier angeschrägt leicht Noppen sieht. Dafür cool bedruckt das Typenschild hier P39Q Airacobra weiße 10 mit den roten Sternen. Ihr habt gesehen, ich habe den Stand zuerst gebaut. Ich baue sie auch meistens immer am liebsten zuerst. Dann habe ich die schwarzen Steine los, dann stören sie mich nicht beim Bauen. Und diese Dinger kann ich schon fast im Schlaf bauen. Daher baue ich oft die Stands zuerst. Also Standard, ganz cool. Aber ihr seht es auch hier schon ein bisschen. Das sind jetzt ja eigentlich neue Steine, die jetzt nur 5 Jahre gelagert haben und trotzdem sehen sie ein bisschen schmierig aus. Das ist auch das Thema hier.
gucken wir uns jetzt mal das Flugzeug an. Ich habe teilweise die Tragflächen wirklich mit Alkohol abgerieben wegen den Aufklebern und trotzdem seht ihr es hier, sieht alles ein bisschen fettig, schmutzig aus. Und ich finde sogar, es gibt einen farblichen Unterschied zwischen diesen Flügelendformteilen, wir haben ja mehrere davon, und den normalen Steinen. Was meint ihr? Ja, also Aufkleber haben wir eine ganze Menge. Bei den Sternen fällt es nicht so auf, weil die waren auch wirklich so abgesetzt. Sind mir einigermaßen gerade geworden. Ja gut, der nicht. Hier auch ein bisschen schief. Aber hier, da sieht man oft immer so ein bisschen die Kante rüber. Hier auch. Da ist mir ganz gut gelungen. Hier auch, da unten. Und da auf den Tragflächen auch. Und hier haben wir ja auch noch da Aufkleber. Ich, wie gesagt, nehme immer Alkohol und damit reibe ich dann mit einem kleinen Wattestäbchen die jeweilige Stelle ein, damit es kein Fett drauf gibt. Und dann versuche ich mit einem Lego-Teiletrenner oder einer Pinzette den Aufkleber aufzubringen. Also das heißt, ich klebe hier auf die Spitze, hier vielleicht den Aufkleber dran und dann lege ich ihn so drauf und dann versuche ich ihn auch mit einem Teiletrenner glatt zu ziehen, damit es keine Luftblasen gibt. Übrigens, da im Cockpit ist auch noch ein Aufkleber. Was Highlight ist am Flugzeug, finde ich natürlich, ist hier vorne dieses Rad vorne am Bug. Das gefällt mir und vor allen Dingen, dass das Fahrwerk hier Silber ist. Auch wenn es relativ einfache, bekannte Kobi-Teile sind und auch dieses Silber Metallic ein bisschen aussieht, wie wir es kennen von Steinen von Mehr Construct. So leichte Schleier drin, hier zum Beispiel. Trotzdem gefällt es mir. Cool ist die Haube. Hier haben wir angedeutet, da haben wir auch angedeutet am Spinner, nämlich die Kanone, die rausguckt. Machen wir mal die Kanzel ab, die ein bisschen minimalen Gelbstich hat. Da ist der Aufkleber für die Cockpit-Instrumente. Cool geworden, trotzdem finde ich es irgendwie ganz die Form. Man sieht ja auch hier Lufteinlass und die Abgaseinrichtung des Mittelmotors, eine Antenne und das Seitenteil hier unserer Air Cobra. Also, sie gefällt mir richtig gut, trotz dieser Schwächen mit den Aufklebern. Und man sieht es ja auch, sie ist etwas eckiger gebaut. Da gab es diese kleinen flachen Fliesen noch nicht, wie wir sie heute haben, die so einen halben Stein lang sind. Deswegen hat man hier unten alles so kantig gebaut. Sag ich mal, die Struktur im Vergleich dann zu diesen Formteil Endflügel stützen. Hier der Abwurftank ist auch so ein bisschen labberig, sieht komisch aus. Was aber cool ist, dass wir das Fahrwerk einklappen können. Ich mache es mal kurz. Zack. Auch wenn es rauslunzt ein bisschen, gefällt es mir trotzdem ganz gut. Also ihr seht hier, da guckt das Rad ein bisschen raus. Da freue ich mich auf die neuen Versionen dann ohne, also ich hoffe, ohne rausguckendes Fahrwerk. Hier kannst du weiter, nein, also man sieht es immer so ein bisschen. Aber ich würde hier wirklich empfehlen, das Fahrwerk rauszufahren, weil es einfach cool aussieht. Gerade hier dieses Flugzeug mit dieser, es ist ja markant. Es ist einfach sehr markant. Es gefällt mir einfach. Ja, ich will mal kurz gucken hier. Nein, das ist normal. Diese Stupsis hier, da dachte ich gerade, das wäre ein Gussfehler, ist aber normal. Diese Wedge-Teils hier, die fliegen mir immer ab, weil man fasst da meistens so an. Es hängt dann nur so halb auf einer Noppe, aber es geht ja. Hier haben wir die Bewaffnung, wie gesagt, die ist nicht ganz korrekt, aber auch nicht falsch, da, wie gesagt, die sowjetischen Fliegerstreitkräfte da ein bisschen noch was gemacht haben, erfahrt ihr aber gleich. Ja, ich habe es euch jetzt gesagt, es gibt zwei neue, es gab noch eine ältere. Alles könnt ihr nachschauen auf cobipedia.com, habe ich immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habt ihr so ein bisschen die Historie von verschiedenen oder wir versuchen von fast allen Cobi-Sets euch dazu liefern. Ja, Freunde, das war's bis hierher. 8 Minuten für ein kleines Flugzeugchen. Ihr bekommt es jetzt nochmal gleich in Bewegtbild. Ich finde es cool, ich mag es, ich habe es euch gesagt. Es hat Schwächen, das Set ist von 2018. Die Steine waren alle schmutzig und Aufkleber davon oder dafür auf jeden Fall dickes Minus als Sammler. Natürlich war das damals so und ich habe euch auch gesagt, der Preis 19,99 € kommt sicherlich auch durch die Sticker, aber es gibt schönere Sachen. Ja, Freunde,
das war's bis hierher. Jetzt die versprochenen Bewegbilder mit den Ergänzungen der Fakten zur Air Cobra und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen hier nochmal ein paar Bewegtbilder der Bell P39Q Air Cobra von Kobi der 5547. Etwas eng ist hier in meinem gewählten Hangar-IKEA-Regal. Aber ich denke mal, ihr seht alles und könnt euch nochmal selber ein Bild machen, unabhängig davon, was ich euch gerade beim Review erzählt habe. Denn ihr sollt euch ja eure eigene Meinung bilden. Freunde, ich wollte euch noch historisch mit auf den Weg geben, warum denn die Air Cobra von den Sowjets so geliebt wurde. Einfach aus dem Grund, dass die Höhenkampffähigkeiten an der Ostfront generell nicht so hoch war. Ich habe es eben gerade schon bei den Fakten angedeutet. Die Sowjets bauten auch teilweise ihre eigene Bewaffnung ein oder aus und entschlankten auch die Panzerung der Air Cobra und somit war sie dann etwas leichter und wendiger und vor allen Dingen auch leichter zu warten. Deswegen war die Air Cobra ein bevorzugtes Jagdflugzeug bei der sowjetischen Luftwaffe. Anders als bei den Westalliierten, wo die Air Cobra aber trotzdem noch im Pazifikkrieg als Erdkampfflugzeug eingesetzt wurde, gerade aufgrund seiner Jagdbomberfähigkeiten und der Kanone, die er durch die Propellernarbe geschossen hat. Ähnlich wie wir es ja bei einigen Versionen der Messerschmitt Me 109 bzw. Bf 109 kennen. Ja, das wollte ich euch noch nachliefern, deswegen ist diese Q-Version hier vielleicht auch eine richtige ohne Waffengondeln, weil die Sowjets das vielleicht bei der Weißen 10 einfach entfernt hatten. Trotzdem freue ich mich auf die kommende Version von Kobi eben mit diesen Waffengondeln. Ja, das war's bis hierher. Wir schauen uns jetzt gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen, Freunde. Schreibt mir bitte eure Meinung zum Set bitte in die Kommentare. Ja, Freunde, da ist unser Video zur fliegenden Schlange, zur Air Cobra hier der sowjetischen Luftstreitkräfte auch schon zu Ende. Bisschen getrieben natürlich dadurch, dass Kobi dieses Set jetzt neu auflegt, beziehungsweise auch die amerikanische Version davon. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke euch auch mal dieses Buch. Historisch natürlich kein akkurates Nachschlagewerk, aber eine interessante Geschichte über eine interessante Persönlichkeit der Weltgeschichte. Generell, wenn ihr diesen Kanal mögt, dieses Format Kobi Classics, würde ich mich freuen über ein Abo. Erzählt gerne den Leuten davon, teilt das Video und wenn ihr ein Abo dagelassen habt, drückt bitte auch auf die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keines meiner Videos mehr. Jetzt noch ganz wichtig, und das frage ich euch immer und ich höre da eigentlich drauf, der Kanal ist ja noch nicht so groß, ich antworte auf jeden Kommentar und ich höre eigentlich auf euch, welches vielleicht ältere Flugzeugset möchtet ihr noch vorgestellt haben. Generell, welches Set interessiert euch? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich lese das und ich versuche mich auch immer danach zu richten. In diesem Sinne war es aber sehr egoistisch. Ich wollte diese Cobra unbedingt bauen, die Air Cobra, und es halt verknüpfen mit den 2.9, habe ich euch gesagt. Ja, bevor ich mich wiederhole, lassen wir das, Freunde, euch immer einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.